Hallo und willkommen auf dem IRC-Craft-Server. Ich bin der Krokogator und zuletzt haben wir ein Portal verziert, an einer Zwergenmine gebaut und Nitram hat den Nether unsicherer gemacht. Nitram wohnt immer noch in einer kleinen Schmiede, an die er einfach Zeug, das er so brauchte, einfach dran geklatscht hat. Außer dem Drachenei auf dem Dach deutet nichts darauf hin, dass hier jemand so Wichtiges lebt. Also habe ich nachgefragt und die Genehmigung bekommen, das Ganze umzubauen. Das Ergebnis soll immer noch in die Optik des Dorfes passen. Ich wollte, dass einiges gleich bleibt, die Gasse neben der Schmiede zum Beispiel sollte erhalten bleiben. Der Plan ist deshalb, das Haus daneben mit einer Brücke anzuschließen, um das Ganze ein wenig größer zu machen, ohne die Grundfläche überhaupt zu verändern. Die Blockpalette habe ich von den Gebäuden übernommen, die schon da waren. Außer dem Cobblestone, das habe ich ausgetauscht. Und Timelapse. So, mit dem Ergebnis bin ich durchaus zufrieden. Es sieht immer noch aus, als gehört es ungefähr in dieses Dorf. Und es sieht nicht mehr aus, als wäre es einfach eine provisorische Base, wo einfach irgendjemand sich bei einem Villager eingenistet hat. Ich glaube, das kann man jetzt erstmal so lassen. Während ich mein Inventar ausleere, ist mir aufgefallen, dass ich noch was für dich habe. Schön. Steht dir. Bist ein braves Pferd. Du kriegst eine Karotte. Goldene Karotte für goldenes Pferd. So. Weihnachten ist jetzt endgültig vorbei und deswegen habe ich den Baum abgeschmückt. Den Baum selber lassen wir stehen, würde ich sagen. Wenn wir schon beim Aufräumen sind, ein paar Zombies in einer Höhle direkt neben der Slimefarm haben Zeug aufgehoben und weigern sich zu despawnen, also habe ich nachgeholfen und die Höhle gleich fertig ausgeleuchtet. Da war wohl jemand ein wenig nicht allzu gründlich beim Ausleuchten dieses Höhlensystems. Noch so ein Viech. Ich wollte Monster entfernen, die hier was aufgesammelt haben, nicht noch mehr Items in die Gegend schmeißen. Und da bin ich. Ich schmeiß mehr Items in die Gegend. Naja, dafür leuchte ich eine Höhle aus, die dringend noch ausgeleuchtet werden musste. Wie viele seid ihr? Dann ist mir aufgefallen, dass das Chaos in meinem Lager endgültig überhand nimmt und ich dringend eine Sortiermaschine brauche. Redstone ist nicht so meine Spezialität, also hat Nitram die ersten paar Module gebaut, damit ich was hab, an dem ich mich orientieren kann. Es ist eigentlich ziemlich einfach, aber bevor ich irgendwas Großes aufbaue und dann ein Block falsch ist, naja. Eine Reihe Kisten wird an eine Reihe Trichter angeschlossen, das ist noch recht einfach.
Darüber eine Reihe Trichter, die in den leeren Raum über den Kisten zeigen. Die Blöcke, an die sie angeschlossen wurden, werden wieder weggemacht. Und darüber eine Reihe Trichter, die ineinander führen als so eine Art Förderband. Dahinter kommt eine Menge Redstone-Magie. Das Ganze aus Gold zu bauen ist optional. Das war nur der einzige Block, von dem ich viel da hatte. Stichwort Goldfarm. Außerdem braucht man Redstone-Fackeln, Repeater und die Komparatoren, die ich noch nicht ganz verstehe. Und eine Menge Redstone Dust. In die Trichter in der Mitte muss was rein, das hoffentlich nie in dem System landet. Ich habe mich für Filterfrüchte, umbenannte Chorusfrucht, entschieden. Und dann ordnet man das Ganze genau so an, wie man hier nicht sieht, weil ein Lama davor steht. Dann habe ich Panzerchen ein wenig mit der Basis hier. Oh, was ist jetzt gewittert? Ein wenig mit der Basis hier geholfen. Und nachdem sie dann ein wenig experimentiert hat mit Pumpen-Gas, hatte ich eine geniale Idee, die noch vorher niemand anderes hatte. Ich glaube, ich muss ein hübsches Bondglasfenster bauen. Das ist eigentlich die ideale Stelle für mein großes, schönes Fenster. Ich brauche ein langes, großes Gebäude. Dann baue ich noch ein bisschen sinnlos in die Höhe und dann habe ich einen guten Platz für mein Fenster. Aber erst hey, kommt davon raus. Zustände hier. Muss ich mal ein paar Warnlichter anbringen. Die wissen, dass hier nichts zu suchen haben. Vielleicht war mein Essen aus dem beste Idee. Ich gutes Essen dabei haben. Na? Was wollt ihr? Hier wieder eine Reihe Blöcke. Und hier eine Reihe Fackeln. Hey, aua! Du störst. So. So. Okay, was kommt als nächstes? Warum mache ich das nochmal bei Nacht? Ja, damit es spannender wird. Funktioniert, glaube ich, ganz gut.
der wenigen Mobs, die ich in Minecraft noch fürchte. Auf jeden Fall hier drauf. Nicht. Wenn du explodieren willst, dann tu das hier. Oh, wie viele seid ihr denn? Okay, einer ist abgelenkt. Weiter geht's. Naja. Erstmal die Frauen, die ich habe. Also, ihr müsst auf die Kisten gerichtet sein. Man muss ein Repeater, wenn ich das richtig sehe, hier hin, in diese Richtung. Das sendet auf jeden Fall ein Redstone-Signal hier weiter und die Fackel kehrt das Ganze vermutlich um. So wie. Auf jeden Fall habe ich ein paar Repeater. Das hier prüft irgendwie, ob das hier. Ich versuche es mal anders zu verstehen. Schrift muss ich es dann auch noch. Aber jetzt brauche ich erstmal noch ein wenig Dust. Noch ein wenig viel Dust. Hier unten bin ich fertig. Das kann ich zu. Und dann war das irgendwie so. Hier muss ein Block hin, der bleibt nicht. Muss das so. Hier werden alle anderen Stellen belegt. Da kommt rein, was immer am Schluss von dieser Kiste landen soll. Ich glaube, langsam merke ich mir zumindest die Bauanleitung, soweit dass ich sie nachbaue. Von Verstehen kann noch nicht ganz eine Rede sein. Es ist irgendwie, dass ein Trichter durchlässt, aber nicht alles, weil er verschlossen wird, wann immer er was anderes sieht oder so. Und tatsächlich funktioniert das Ganze. Ich hatte zwar ein paar Probleme, weil der Speicher für die ganzen nicht aussortierten Items komplett überfordert war, aber solange ich die Sachen rausnehme, die eigentlich ihre eigene Kiste brauchen, funktioniert die Maschine einfach einwandfrei. Nitram hat in der Zwischenzeit ein Bartering-Setup gebaut, inklusive Itemsorter. Hier fehlt noch eine Leiter. Und da steht er und füttert die Maschine mit Gold. Funktioniert ja schon ziemlich gut. Bis auf fehlende Leitern. Wow. Okay. Da verstehe ich, wenn man es nicht ganz schafft, alles zu besiegen, was da entgegenkommt. Naja, dann helfe ich mal mit, würde ich sagen. Okay, dann haben wir uns schon mal den Kopf nicht mehr an. Oh, Vorsicht.
Es scheint ja bisher relativ ruhig hier. Bis auf den einen Creeper. Ich mach hier mal ein bisschen mehr Licht. Ein bisschen Licht hier. Wow, ein Creeper. Oh. Okay. Vielleicht sollten wir den Kopf nicht AFK gehen, während wir hier sind. Es werde Licht. Stimmt, eine untergründige Stadt bietet sich hier echt an. Warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Oh, Diamanten. Kannst du haben. Oh. Oh. So. Dann habe ich mich dem anderen Untergrundprojekt gewidmet. Die Zwergenmine sollte endlich den Zustand erreichen, dass die Villager umziehen können. Das würde Nitram erlauben, endlich mehr Villager zu haben, und dann kommt man vielleicht endlich an die Blöcke, die Steinmetze so verkaufen. Oder an Redstone, ohne ihn ausbuddeln zu müssen. Um die ganzen Villager unterzubringen, war die Idee, eine Gasse zu bauen, in der die Händler auf 3 Geschossen verteilt stehen. Treppen und Brücken sollen es möglich machen, an alle Händler schnell ranzukommen. Geländer sollen Unfälle vermeiden, gleichzeitig soll man aber von oben nach unten gleiten können. Muss ich mir noch überlegen, wie genau ich das im Endeffekt mache. Könnte sein, dass beim Dekorieren noch einiges geändert wird, aber die Zellen, in die die Villager eingesperrt werden sollen, und der Bereich dahinter in der Wand sollte möglichst fertig werden.
Nachdem das Buttering-Setup gerade in Betrieb war, haben wir dort mal vorbeigeschaut. Und dann haben wir die Sachen ausprobiert, die das System so ausspuckt. Die zielmarkierenden Pfeile hatte ich zum Beispiel noch gar nicht benutzt. Nitram hatte in der Zwischenzeit Spaß mit Feuerresistenz. Und der Fairness halber dürfte ich dann auch nochmal als Ziel herhalten. Dann habe ich ein paar Eier geworfen und daraus ist tatsächlich ein Huhn geschlüpft. Also habe ich das Verantwortungsvolle gemacht und das Huhn in einem Boot zu meinem Netherhaus gebracht, damit es einen schönen und sicheren Ort zum Leben hat. Als Panzerchen mir das erste Haus ihrer Untergrundsiedlung gezeigt hat, ist uns ein Zombie-Villager begegnet und wir haben beschlossen, dass ein bewohntes Dorf hier unten doch was hätte. Das hat dann auch, nach ein paar Verwirrungen, tatsächlich geklappt. Und jetzt kann man da unten Essen verkaufen und Essen kaufen. Und das war's auch schon wieder für diese Folge. Nächstes Mal tobe ich mich dann voraussichtlich mit buntem Glas aus. Und wir sehen, was ansonsten so anfällt. Ich danke fürs Zusehen. Euer Krokogator. Tschüss.